Ich will meine Miete. Das ist mein Haus. Ihr müsst heute die Miete bezahlen. Bitte, geben Sie uns ein paar Tage. Ich werde die Miete bald zahlen. Mein Vater ist letzte Nacht gestorben. Das ist nicht mein Problem. Ich kann euch keine weiteren Tage geben. Das war's. Ihr müsst dieses Haus sofort verlassen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir können dieses Haus nicht verlassen. Genug ist genug. Ich will meine Miete. Ich will nichts mehr hören. Mein Vater hatte hohes Fieber. Er ist letzte Nacht verstorben. Bitte, gib uns ein paar Tage. Es tut mir leid, ich kann dir keine weiteren Tage geben. Ich komme später wieder. Ich muss mit deiner Mutter sprechen. Hey du? Wer bist du? Willkommen, Madame. Ich bin Ihre neue Haushälterin. Raus sofort. Ich brauche keine armen Leute in meinem Haus. Mama, wir müssen reden. Komm bitte her. Lisa, bist du betrunken? Wo warst du? Ach komm Mama, ich bin kein Kind mehr. Ich brauche keine Haushälterin in meinem Haus. Gehe sofort in dein Zimmer. Du bist nicht bei Verstand. Wir reden später. Das hätte ich wirklich nicht von dir erwartet. Nimm es nicht so schwer. Meine Tochter ist sehr launisch. Hast du deine Arbeit beendet? Ja, Madame. Ich habe meine Aufgaben erledigt. Ich möchte etwas sagen. Ich höre zu. Ist alles in Ordnung? Kann ich jetzt meinen Lohn bekommen? Ich möchte meinen Lohn täglich. Können Sie das machen? Natürlich, ich verstehe deine Situation. Mir hat deine Arbeit gefallen. Hier bitte. Du kannst jetzt gehen. Mama, hast du eine Arbeit gefunden? Wie war dein Tag? Ja, Sarah, ich habe eine Arbeit gefunden. Meine Madame ist sehr freundlich. Ich habe Lebensmittel gekauft. Und auch Medizin für Clara. Ich bin so glücklich, das zu hören, Mama. Heute können wir endlich essen. Du musst erschöpft sein, Mama. Ich mache das Abendessen. Wer klopft zu dieser späten Stunde an unsere Tür? Was machst du um diese Uhrzeit hier? Ich war heute Morgen schon hier, aber du warst nicht zu Hause. Ich will sofort meine Miete. Ich habe gerade kein Geld. Ich habe meinen Mann verloren. Kannst du uns bitte noch etwas Zeit geben? Ich werde die Miete bald bezahlen. Auf keinen Fall. Das sagst du seit 3 Monaten. Ich kann dir keine Zeit mehr geben. Entweder zahlst du die Miete oder du verlässt mein Haus. Das ist endgültig. Bitte, tu uns das nicht an. Wir sind hilflos. Ich habe heute erst eine Arbeit gefunden. Ich werde die Miete bald zahlen. Bitte gib mir noch etwas Zeit. Schwester, müssen wir dieses Haus verlassen? Wohin sollen wir gehen? Nein, meine Schwester. Wir werden dieses Haus nicht verlassen. Aber wie wollen wir die Miete zahlen? Wir haben kein Geld. Oh Gott, hilf uns. Wir sind schwach und arm. Bitte sende uns Hilfe. Hör auf so zu dramatisieren. Ich komme morgen wieder. Wenn du die Miete nicht zahlst, müsst ihr mein Haus verlassen. Ich will keine Ausreden mehr hören. Bitte, hör mir zu. Wohin sollen wir gehen? Mama, was hat er gesagt? Der Vermieter will die Miete haben. Aber wir haben keinen Ort zum Leben. Was sollen wir jetzt tun? Alles wird gut, Clara. Ich werde einen Weg finden. Ich muss auch einen Job finden. Kannst du deine Madame fragen, Mama? Sie ist sehr freundlich.
Ich werde morgen mit ihr sprechen. Sarah, ich habe großen Hunger. Kannst du Abendessen machen? Natürlich, Mama. Ich mache schnell etwas. Hör auf zu nörgeln, Mama. Warum bist du so wütend auf mich? Sei still. Du warst gestern Abend betrunken. Wo warst du? Ich war bei meinen Freunden, Mama. Ich habe nur ein bisschen Bier getrunken. Was? Wie konntest du das tun? Das kann ich nicht akzeptieren. Ich habe eine Haushälterin eingestellt. Du hast sie gestern Abend beschimpft. Ich hoffe, du wirst nie wieder Bier trinken. Guten Morgen, Madame. Guten Morgen. Ist alles in Ordnung? Ich möchte etwas sagen, Madame. Ich brauche einen Gefallen. Zögere nicht. Worum geht es? Ich muss die Miete für mein Haus bezahlen. Momentan habe ich kein Geld. Kann ich mir etwas Geld von Ihnen leihen? Sie können es später von meinem Gehalt abziehen. Mach dir keine Sorgen, ich verstehe deine Situation. Ich werde dir das Geld geben. Vielen Dank, Madame. Sie sind sehr freundlich. Gott segne Sie. Lisa, ich gehe zum Supermarkt. Unsere Haushälterin ist in der Küche. Wenn du etwas brauchst, kannst du es ihr sagen. Sie kann dir auch Frühstück machen. Schon gut, Mama. Ich habe verstanden. Du kannst gehen. Gott sei Dank, jetzt kann ich die Miete bezahlen. Alles wird gut. Hey du? Ja, Madame. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte eine Tasse Kaffee trinken. Natürlich, Madame. Ich bereite ihn sofort für Sie zu. Gut, ich werde im Wohnzimmer warten. Clara, geht es dir gut? Hast du deine Medizin genommen? Ich habe meine Medizin gestern Abend genommen. Aber jetzt habe ich keine mehr. Keine Sorge, Liebes. Ich werde dir neue besorgen. Mama hat mir etwas Geld gegeben. Ich gehe zur Apotheke. Ich bin gleich zurück. Brauchen Sie noch etwas, Madame? Moment mal. Ich probiere erst diesen Kaffee. Ja, natürlich. Ich hoffe, er schmeckt Ihnen. Mama hat mich ihretwegen beleidigt. Ich muss ihr eine Lektion erteilen. Ich hasse arme Leute. Was ist das? Das schmeckt mir überhaupt nicht. Mama hätte dich niemals einstellen dürfen. Du bist nutzlos. Warum tun Sie das, Madame? Ich habe doch Ihren Lieblingskaffee gemacht. Wie kannst du es wagen, arme Frau? Warum haben Sie mich geohrfeigt? Sind Sie verrückt geworden? Halt den Mund. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Ich ertrage dich nicht mehr. Ich will dich nicht mehr in meinem Haus sehen. Raus aus meinem Haus. Du bist gefeuert. Verschwinde. Ich gehe nicht. Ihre Mutter hat mich eingestellt. Ich hasse arme Menschen. Du musst mein Haus verlassen. Ich brauche diesen Job. Ich muss meine Familie ernähren. Ich bin verzweifelt. Bist du taub? Raus aus meinem Haus, sofort. Clara, was ist mit dir passiert? Wo ist Sarah? Sie ist zur Apotheke gegangen, um meine Medizin zu kaufen. Mama, du siehst besorgt aus. Geht es dir gut?
Du bist heute früh nach Hause gekommen. Mir geht es gut, Schatz. Alles wird wieder gut. Einen Moment, ich komme gleich. Wo ist meine Miete? Ich kann dich keine weitere Zeit mehr geben. Um deine Miete brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Hier bitte. Wir werden dieses Haus nicht verlassen. Woher hast du dieses Geld? Entschuldigung? Das geht dich nichts an. Du hast deine Miete. Jetzt kannst du gehen. Gut, ich gehe. Ich hoffe, du zahlst die nächste Monatsmiete pünktlich. Das werde ich. Einen schönen Tag noch. Entschuldigung? Oh mein Gott. Luisa? Was für eine schöne Überraschung. Lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Wo warst du? Ich war hier. Wir waren doch beste Freundinnen im Studium. Du bist doch mit deinem Mann in die Schweiz gezogen. Was machst du hier? Wie geht es deinem Mann? Er lebt nicht mehr. Er ist vor 3 Jahren gestorben. Das tut mir sehr leid zu hören. Lass uns drinnen hinsetzen. Mein Mann war sehr krank. Er ist gestorben. Vor 2 Wochen bin ich mit meinem Sohn hierher gezogen. Sprichst du von Peter? Wie geht es ihm? Ihm geht es sehr gut. Er hat hier seine neue Firma gegründet. Das freut mich sehr zu hören. Meine Tochter ist inzwischen auch erwachsen. Meinst du Lisa? Sie war in ihrer Kindheit sehr schüchtern. Wie geht es ihr? Was macht sie jetzt? Ihr geht es sehr gut. Sie hat letztes Jahr ihr Studium abgeschlossen. Du solltest mich mit deinem Sohn mal zu Hause besuchen. Natürlich, wir werden auf jeden Fall kommen. Ich kann es kaum erwarten, Lisa wiederzusehen. Ich habe noch deine alte Telefonnummer. Benutzt du die noch? Ja. Du kannst mir deine Adresse schicken. Ich komme morgen mit meinem Sohn vorbei. Es tut mir leid. Geht es Ihnen gut? Entschuldigen Sie, ich war in Eile. Geht es Ihnen gut? Mir geht es gut. Ich muss jetzt gehen. Entschuldigen Sie, haben Sie mir verziehen? Sie hat nicht mit mir gestritten. Sie ist anders als die anderen Mädchen. Lisa, bist du verrückt? Mama, was ist denn los? Sei still. Ich habe dich viel zu sehr verwöhnt. Du trinkst schon wieder Bier. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich habe es dir schon so oft gesagt, Mama. Ich bin kein Kind mehr. Du musst dich ändern. Warum bist du so arrogant? Du musst Verantwortung übernehmen. Warum quälst du mich ständig? Ich will mein eigenes Leben führen, Mama. Ich kann nicht wie ein kleines Kind zu Hause herumsitzen. Jetzt reicht es. Du rührst dieses Bier nicht mehr an. Das ist ein Befehl. Schön, Mama. Noch etwas. Ich habe deine Haushälterin entlassen. Was? Warum hast du das getan? Sie war eine gute Haushälterin. Sie braucht diesen Job dringend. Sie hat große Schwierigkeiten. Das hättest du nicht tun dürfen. Sie hat sich mir gegenüber schlecht benommen. Sie ist eine arme, hässliche Frau. Du solltest eine bessere Haushälterin einstellen. Geh in dein Zimmer. Ich will nicht mehr mit dir reden. Danke, Schwester.
Ich habe meine Medizin genommen. Mir geht es jetzt besser. Das freut mich sehr zu hören. Du solltest jetzt schlafen. Du brauchst Ruhe. In Ordnung, Schwester. Gute Nacht. Du bist die beste Schwester auf der ganzen Welt. Mama, was ist passiert? Du siehst so besorgt aus. Sarah, ich möchte dir etwas sagen. Ich höre Mama. Was ist los? Ich hoffe, du hast die Miete bezahlt. Ich habe die Miete bezahlt, Sarah. Aber ich habe meine Arbeit verloren. Was? Was sagst du da, Mama? Wie konnte das passieren? Die Tochter meiner Madame ist sehr arrogant. Sie hat absichtlich Streit mit mir angefangen. Sie hasst mich. Sie hat mir sogar eine Ohrfeige gegeben. Madame war nicht zu Hause. Und sie hat mich entlassen, Sarah. Ich bin wieder arbeitslos. Wie konnte sie dir das antun? Ich will mit ihr reden. Wie kann sie es wagen? Das kann ich nicht akzeptieren. Ich gehe morgen mit dir hin. Warum hat sie dich geschlagen? Mama, was ist los? Dein Gesicht wird ganz blass. Ich weiß nicht. Mein ganzer Körper zittert. Mir ist schwindlig, Sarah. Mir geht es überhaupt nicht gut. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.